Hallo zusammen. Ich bin heute in der Nähe von Stuttgart unterwegs, der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Ich bin hier im Windpark Goldboden, gehört zu Winterbach, Nähe Stuttgart. Ja, heute ist der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Da muss man sich die Zeit ja irgendwie vertreiben, wenn alles zu hat. Ja, und ich war sowieso hier in der Nähe und dachte, ich komme mal hier beim Windpark vorbei. Hier stehen nämlich Nordex N131. Habe ich bisher noch nicht vor die Linse bekommen und auch noch nicht aus nächster Nähe gesehen. Deshalb dachte ich, hier muss ich unbedingt mal vorbei. Ja, insgesamt stehen hier 3 Nordex N131 Delta 3000. 3,3 Megawatt, Turmhöhe, 164 Metern. Krass, habe ich auch noch nicht live gesehen. Erbaut Ende 2017 und seit 2018 am Netz. Betreiber ist die NBW, der Energieversorger. Hier sieht man es auch noch mal. Super geile Anlage, die N131. Nach Enercon ist Nordex eigentlich so mein Lieblingshersteller. Cool. Ja, Wetter etwas bescheiden heute. Es hat leider den ganzen Tag schon geregnet. Jetzt zum Glück mal eine kurze Regenpause. Die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Ja, ich werde jetzt mal den Windpark hier etwas erkunden. Und werde mir mal die Anlagen aus nächster Nähe anschauen. So, jetzt stehe ich hier unterhalb von der ersten Anlage. Und das ist echt der Wahnsinn, ey. Das ist ein Riese. 164 Meter Nabenhöhe. Krass, ey. Das ist bisher der höchste Turm, den ich sehe. Das ist echt gewaltig. Die E138, die ich gefilmt habe, die hatte 160 Meter Turm. Das ist jetzt nur 4 Meter Unterschied, aber dieser Turm hier, der wirkt echt noch mal viel gewaltiger. Der ist echt richtig breit hier unten. Hier sieht man noch mal die Typenbezeichnung. NX85471. Gigantisch, ey. Und die Anlage läuft richtig gut heute. Sehr gute Windbedingungen. Echt eine Hammeranlage, die Delta 3000. Gefällt mir wesentlich besser als die Gamma-Serie. Finde ich geil, dass sie nochmal die Narbe, dass sie sich da nochmal ein anderes Design überlegt haben. Finde ich wesentlich schöner. Ach, die Rotorblätter, die sind so geil geschwungen. Geil, ey. Guck mal, das NBW-Logo. Mega geile Anlage. So, ich stehe jetzt hier nochmal direkt unterhalb von der Anlage. Mann, ist die riesig, ey. So ein geiles Bild. Der Turm erinnert mich fast so ein bisschen an die EP4, an diesen Raketenturm. Der verjüngt sich nicht so komplett gleichmäßig, sondern eher wie so eine Rakete. Krass, ey, die Rotorblätter, obwohl die jetzt nur 65 Meter lang sind, wirken die echt richtig gewaltig, ey. Klar gibt es noch mal größere, aber ist schon echt beeindruckend. Krass, wie die gebogen sind. Ja, hier sieht man noch mal ein Schild
von NBW, Windpark Winterbach Goldboden mit der Seriennummer. Hier hinten sieht man dann die nächste Anlage, Anlage 2, die mittlere von den 3 Anlagen. Da laufe ich jetzt mal in die Richtung. So, von hier aus hat man nochmal einen schönen Blick auf die mittlere der 3 Anlagen und die Ausmaße von dem 164 Meter Turm. Der ist echt krass groß. Ja, bei der Anlage hier wurde letztes Jahr, glaube ich, ein Rotorblatt getauscht. Da war 2017 beim Transport wurde es leider beschädigt. Man hat es dann aber irgendwie repariert und trotzdem montiert. Und bei Wartungsarbeiten hat man aber Risse festgestellt. Und deshalb stand die Anlage leider auch von Februar 2019 bis Juli 2019 still. Und dann wurde das Rotorblatt getauscht und seitdem läuft sie dann wieder. Das ist echt ein cooles Bild. So. Der Wald und die Anlagen hier. Sehr geil. Super schön, die N131. Echt eine tolle Anlage. So, jetzt stehe ich hier unterhalb von Anlage 2, der mittleren Anlage. Hier im Hintergrund Anlage 3. Und hier hinten dann Anlage 1, wo ich gerade herkam. Ja, wie man sieht und auch hört, die Anlagen laufen heute sehr gut. Ja, die Rentabilität hier am Standort wird allerdings auch von unterschiedlichen Seiten in Frage gestellt. Es gibt eine Bürgerinitiative, nennt sich Pro Schurwald. Schurwald ist hier so das Waldgebiet, die die Rentabilität der Anlagen sehr in Frage stellt. Beruft sich auf Daten von NBW, die frei zugänglich sind, beziehungsweise frei zugänglich waren, meine ich. Und argumentiert, dass die Anlagen weit unter dem geplanten Ertrag liegen, der prognostiziert wurde. Allerdings werden sich nur auf Daten von 2018 berufen. Das ist das erste Jahr, in dem die Anlagen am Netz waren. Und ja, da die ersten 4 Monate waren die Anlagen im Probebetrieb. Das heißt, es wurden noch ja, viele technische Anpassungen vorgenommen und ja, die Anlagen liefen nicht permanent. Ja, des Weiteren gibt es hier bezüglich des Naturschutzes einige Vorkehrungen, die getroffen werden. So werden die Anlagen zum Beispiel in den Sommermonaten von April bis August zum Schutz der Fledermäuse 1 Stunde vor Sonnenuntergang abgestellt bis zum Morgengrauen. Und von August bis Oktober sind sogar die 3 Stunden bevor Sonnenuntergang. Das heißt, da gibt es natürlich Einbußen. Ja, ich bin auch im Umweltbereich tätig. Ich habe Forstwissenschaften studiert. Deshalb ist mir Naturschutz auch wichtig. Ich unterstütze natürlich aber auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn Klimawandel ist einer der Top-Gründe für das globale Artensterben und deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien enorm wichtig. Klar, allerdings muss das alles Maß und Ziel haben und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man Naturschutzbelange mit berücksichtigt und wenn es möglich ist, Tötungszahlen von Fledermäusen oder Vögeln zu minimieren, finde ich das auch in Ordnung,
dass die Anlagen zu gewissen Zeiten abgestellt werden. Klar, der Ertrag ist dann quasi reduziert, aber ja, ich finde das eigentlich einen ganz guten Kompromiss. Allerdings darf das Argument, dass die Anlagen dann halt nicht die volle Leistung erbringen, darf dann natürlich nicht benutzt werden, um den Standort hier als unrentabel darzustellen. Naja, wie immer, es gibt Befürworter und Gegner der Windenergie. So, jetzt habe ich echt Glück gehabt und die Sonne ist sogar noch rausgekommen. Und die Anlagen werden richtig schön von der Sonne angestrahlt. Hier sieht man die erste Anlage nochmal von vorne. Sieht man nochmal das coole Design. Also ich finde das Design echt richtig cool. Also die größere, rundere Narbe finde ich wesentlich schöner als die von der Gamma-Serie. So ein geiles Bild. Die Anlagen hier im Wald. Hier die zweite Anlage. Die macht schöne Pfeifgeräusche. So, hier nochmal ein sehr schöner Blick auf den Windpark aus einer anderen Perspektive. Ja, die Anlagen haben sich jetzt komischerweise alle auf einmal abgeschaltet. Keine Ahnung warum. Ob das jetzt was mit Fledermäusen oder Vögeln zu tun hat. Oder einfach das Netz überlastet. Kann natürlich auch sein. Ja, und witzigerweise gab es einen kompletten Wetterumschwung. Strahlend blauer Himmel, Regen hat sich komplett verzogen und es ist jetzt sogar ein bisschen warm. Echt verrückt. Naja, das entschädigt auf jeden Fall für die komplett nassen Füße. Ja, dann war es das hier aus dem Windpark. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Anlage, die N131. Gefällt mir echt super gut. Und auch 164 Meter Turm, echt beeindruckend. Da wird es in den nächsten Jahren viele Anlagen zu sehen geben, die so hoch sind. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare, freue ich mich immer drüber. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Windpark. Lasst euch gut gehen bis dahin und bis bald.